Guten Tag, Jörg. Hallo. Jörg Platzer. Richtig. Ja? Wir sind in deiner Bar. Das ist der Room 77. Sagst du lieber 77 oder? It's Room 77. Room 77. Hier ist was ein bisschen anders als sonst, ist, dass man mit Bitcoin bezahlen kann. Das ist richtig. Und kommen überhaupt Leute, die bezahlen mit Bitcoin hier? Jeden Tag kommen Leute, die mit Bitcoin bezahlen, ja. Das hat auch was damit zu tun, dass wir das erste Ladengeschäft auf der Welt waren, was Bitcoin akzeptiert hat. Und wann war das? Das war Ende 2011, Anfang 2012. Okay. Und deswegen haben wir so einen gewissen Bitcoin-Tourismus, also Leute aus der ganzen Welt, die was mit Bitcoin zu tun haben. Wenn sie nach Berlin kommen, dann wollen sie in den Room 77 kommen und ihre Bitcoins ausgeben. Ist das für die Bedienung ein bisschen anders, damit zu arbeiten, oder? Es ist ein bisschen anders, aber es ist schneller und einfacher als Bargeld zählen. Warum ist es einfacher? Weil der Gast scannt einfach nur seine Rechnung von unserem Tablet, klickt auf Senden und dann ist das Geld sofort bei uns in der Bitcoin-Wallet. Keiner muss Wechselgeld zählen und so weiter und so fort. Muss man nicht nach einer Bestätigung warten oder so? Nee. Auf eine Bestätigung im Bitcoin-Netzwerk warten würde ich, wenn ich einen Ferrari verkaufen würde oder ein Haus oder sowas, also um ganz, ganz sicher zu sein. Aber bei den Beträgen, bei denen es hier geht, wird niemand versuchen, eine sogenannte Double-Spend-Attacke zum Beispiel zu veranstalten, um uns irgendwie über den Tisch zu ziehen. Also diese Doubles, ist jetzt ein bisschen früh, aber trotzdem nur zur Erklärung, heißt das, dass jemand eine Überweisung macht und gleichzeitig oder kurz danach eine andere Überweisung an sich selbst macht von den gleichen Höhen, und wie ich das verstanden habe? Im Grunde bedeutet Double Spend Attack, dass jemand das gleiche Geld zweimal ausgibt. Genau. Und da gibt es im Bitcoin-Netzwerk eben Mechanismen, die das verhindern, die den Bitcoin auch fälschungssicher machen. Also wir gucken da auf das erste fälschungssichere Geld. Aber es gibt Mittel und Wege zu versuchen, so eine Double-Spend-Attacke zu veranstalten. Es ist bei uns noch nicht passiert, was ich fast ein bisschen schade finde. Aber für einen Kaffee wäre der Aufwand vielleicht. Ich hätte mich gefreut, und ich gehe davon aus, wenn wir mal eine Double-Spend-Attacke irgendwie erleiden, dann wird eine Stunde später werden irgendwie zwei 17-jährige Hacker am Tresen stehen und grinsen und sagen, wir waren's und ihren Kaffee bezahlen. Und dann kriegen Sie einen zweiten dazu wahrscheinlich. Ganz genau. Okay. Wann hast du deinen ersten Bitcoins bekommen, oder hast du es gekauft oder hast du es bekommen? Wann war das? Das muss so 2010 gewesen sein. Ich habe ein bisschen gemeint und ja, war wohl 2010 oder war es Anfang 2011? Ich kann es ja nicht mehr genau sagen. Wirklich. Also du hast es selber gemacht sozusagen? Richtig, das war auch sehr einfach noch damals und mit wenig Rechenkapazität, also einfach mit einem Laptop war das möglich. Was hat dich dann so sehr fasziniert mit den Bitcoin, dass du dich da so in diese harte Materie so gestürzt hast und sogar ein Buch geschrieben hast? Wir haben hier ein Buch. Ich will mal kurz zeigen, ob man das sehen kann. Ganz kurz. Und da habe ich auch gelesen. Super gut geschrieben. Dankeschön. Kann ich alles verstehen. Und was hat dich so sehr fasziniert, dass du dann so weit ging, dass du wirklich ein Buch geschrieben hast? Das ist ja keine kleine Geschichte. Da muss man wirklich in alle Ecken sich Gedanken machen. Das ist schwierig. Was war für dich das Wichtigste? Warum hast du es geschrieben? Vorab ist wichtig zu wissen, dass digitales Bargeld nicht mit Bitcoin erfunden wurde. Lass uns so sagen, digitales Bargeld ist eine Utopie, ist eine Vision, die schon 20, 30 Jahre alt ist. Also schon vor 20, 30 Jahren haben Leute verstanden, irgendwann in der Zukunft werden wir sowas haben wie digitales Bargeld. Also ein Geld, was ich online ausgeben kann, ohne dass ich meine Daten, meine biografischen Daten, meine Identität mit abgeben muss, so wie ich im Laden mit Bargeld anonym bezahlen kann. Und auch ein Geld, wofür es keine Mittelsmänner braucht, was ich also nicht durch eine Bank erst schicken muss. Dass, wenn wir ein solches digitales Bargeld hätten, sich ganz unglaublich viele Dinge in unserer Gesellschaft ändern würden, war auch schon klar vor 20, 30 Jahren. Es gab so ungefähr 200, 300 Projekte in den letzten Jahrzehnten, in denen versucht wurde, ein solches digitales Bargeld zu bauen. Die sind aber allesamt gescheitert, aus technischen Gründen, aus politischen Gründen. Und dann kam Bitcoin. Und mit Bitcoin wurde ein Vorschlag auf den Tisch gelegt, von dem man ganz schnell, wenn man sich mit der Materie beschäftigt hat, verstanden hat,
das kann keiner mehr aufhalten. Das ist so dezentralisiert, hier kann keine Regierung, keine Zentralbank kommen und sagen, stopp, das gefällt uns nicht. Es ist ein tatsächliches Mensch-zu-Mensch-Geld, was jedem auf der Welt zur Verfügung steht, ohne dass er irgendwo einen Antrag stellen muss. Ein Geld, welches sich für keine Landesgrenzen interessiert. Und als dieses Konzept auf dem Tisch lag, habe ich, wie viele andere auch, ziemlich kurzfristig verstanden, ja, so könnte das funktionieren, so könnte das klappen, und dann war ich ziemlich schnell enthusiastisch dafür. Nachdem es deine Frage war, warum habe ich dieses Buch geschrieben? Wie gesagt, ich kümmere mich seit ungefähr 5 Jahren einfach Vollzeit um Bitcoin. Und dann war natürlich irgendwann auch ein Punkt, wo mir klar war, die Materie ist so erklärungsbedürftig, du erzählst jeden Tag die gleichen Dinge, du kannst sie auch einfach in ein Buch schreiben, und deswegen so ein Buch für Anfänger, die einfach verstehen wollen, wie funktioniert das rudimentär und warum überhaupt. Ja, genau. Ich glaube, dass viele Leute, die uns hören, also überhaupt wenig Leute wissen, was ein Bitcoin ist. Und das heißt, es kann auch sein, dass hier in dem Laden Leute kommen und dich fragen, was ist das Bitcoin, was ist da hier besonders? Was sagst du, wenn jemand dich fragt, was ist das ein Bitcoin? Wie erklärst du das? Naja, am Tresen muss es natürlich immer die Kurzversion sein. Ja, genau. Das ist ja erstmal die Kurzversion, da kann man sehen, was fehlt. Die Kurzversion ist, es ist ein digitales, dezentralisiertes, freies Geld, ein globales Geld, was von keiner Regierung herausgegeben wird, wo keine Regierung irgendwas dazu sagen kann, sich irgendwie einmischen kann, also auch zum Beispiel gibt es keine Zentralbank, die einfach Bitcoins produzieren kann, so wie die EZB Euros produziert oder die Fed Dollars produziert. So jemand gibt es ja nicht. Es ist ein freies, digitales, globales Geld, ein Mensch-zu-Mensch-Geld. Das ist das erste Mensch-zu-Mensch-Geld. Und niemand, wie ich schon erwähnt habe, muss irgendjemand um Erlaubnis fragen, braucht irgendwie ein Konto, muss einen Ausweis vorzeigen, braucht irgendwie eine Erlaubnis. Es ist Geld ohne Erlaubnis. Seit wann überhaupt haben wir Bitcoins und woher kommt das überhaupt? 2008 hat jemand, der sich Satoshi Nakamoto nannte, ein Konzept veröffentlicht für Bitcoin, weil er der Meinung war, oder weil diese Leute der Meinung waren, wir wissen nicht, wer es war, wir kennen nur das Pseudonym, weil diese Leute der Meinung waren, und diese Meinung teilen viele andere Leute, dass wir mit unserem Finanzsystem ein riesengroßes Problem haben. Es ist ziemlich offensichtlich. Schuldenberge wachsen, Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auf. Den Leuten in Griechenland und auf Zypern wird das Geld von den Bankkonten konfisziert, um Banken zu retten und so weiter und so fort. Unser Finanzsystem eignet sich hervorragend dafür oder wird dafür auch genutzt, Kriege zu führen und sonstige Dinge zu tun, die die Bevölkerung eigentlich gar nicht so toll findet. Und all diese Dinge sind möglich aufgrund der Beschaffenheit unseres Finanzsystems. Bitcoin ist der Vorschlag einer Alternative. Bitcoin ist ein freies, dezentralisiertes, globales Wirtschafts-, Finanz- und Geldsystem, das jedem offen steht. Und jeder, der der Meinung ist, dass mit unserem Finanzsystem etwas nicht in Ordnung ist, oder etwas verändert werden sollte, der hat jetzt eine Alternative, die zu nutzen und kann jeden Morgen, wenn er aufsteht, sich jeden Tag neu entscheiden, benutze ich heute das alte System und unterstütze es weiter oder benutze ich heute ein neues und freies System, um vielleicht an diesen ganzen Umständen was zu ändern. Das ist, warum Bitcoin erschaffen wurde. Der Satoshi Nakamoto? Der kennt man nicht, ne? Nein. Der will man noch nie kennen. Braucht man auch nicht. Ja. Also es ist auch, Bitcoin ist Open Source Software und Bitcoin überzeugt dadurch, dass ich genau sehen kann, was es tut. Ich brauche keine Führungsfigur, keine Leitfigur. Ich brauche niemanden, dem ich glauben muss oder kann oder will. Es ist vollkommen irrelevant, wer Bitcoin geschrieben hat. Weil was es tut, können wir alle sehen. Und wir können uns alle entscheiden aufgrund dessen, was es tut, ob wir es nutzen wollen oder nicht. Wir müssen niemandem glauben und wir müssen niemandem vertrauen. Und deswegen ist es auch besser, dass wir gar nicht wissen, wer es erfunden hat. Er hätte auch Schwierigkeiten, denke ich mir, wenn man das wissen würde, eventuell.
Es gibt hervorragende Gründe, warum der oder die Erfinder von Bitcoin sich gedacht haben, wir bleiben mal besser anonym. Ja. Wer sowas baut, ein freies, unmanipulierbares, unpolitisches Finanzsystem, kann damit rechnen in unserer Gesellschaft, dass er irgendwann in der Zukunft Probleme bekommt. Ja. Warum unpolitisch? Wir nennen Bitcoin unpolitisches Geld, weil es eben durch politische Instanzen nicht manipulierbar ist. Weil dir Obama nicht sagen kann, dass du WikiLeaks keine Spenden schicken sollst damit. Ist ein bisschen unglücklich gewählt, der Begriff unpolitisches Geld, weil dadurch, dass es unpolitisch ist, wird es höchst politisch. Wenn ich einen Bitcoin haben will, was muss ich dann tun? Ja, Bitcoin ist in erster Linie mal Geld. Also musst du, wenn du Bitcoin haben willst, das Gleiche tun, was du sonst tun willst oder tun musst, wenn du Geld haben willst. Du musst entweder dafür arbeiten, also deine Arbeitskraft für Bitcoin oder deine Produkte für Bitcoin verkaufen. Du kannst es aber auch kaufen wie jedes andere Geld. Also wenn du Dollars brauchst, dann kaufst du die bei der Bank oder bei der Wechselstube. Und so gibt es auch Wechselstuben, also Online-Exchanges für Bitcoins, wo du einfach Geld hinüberweisen und Bitcoins kaufen kannst. Okay. Das heißt, ich versuche das zu erklären, ne? Und dann sagst du mir, wo es falsch liegt. Wenn ich ein Bitcoin haben will, dann brauche ich erstmal so ein Portemonnaie. Das ist ein Wallet. Ja? Wir nennen es eine Wallet. Und Wallet, sagst du? Okay. Und die hat einen Privatschlüssel, Privatkey. Und dieser Schlüssel ist sozusagen die Name von diesem Portemonnaie. Und wenn ich das habe, soll es niemand wissen, wie das ist, weil sonst könnte er mich diese Portemonnaie klauen. So ist es? Ja, aber du hast es sehr kompliziert dargestellt. Okay, dann machst du es jetzt für mich. Eine Bitcoin-Wallet ist ein Stück Software, in dem du deine Bitcoins aufhebst, so wie du deine Word-Dokumente in deinem Microsoft Word quasi aufhebst und auf der Festplatte liegen hast. Die besteht aus hauptsächlich zwei wichtigen Komponenten. Das eine ist die sogenannte Bitcoin-Adresse. Das ist ein kryptografischer Schlüssel. Die private oder? Das ist die Adresse, ist die öffentliche Adresse, die jeder wissen kann, weil alles, was er damit tun kann, ist Geld hinschicken. Und um dieses Geld weiter zu benutzen, hast du private Schlüssel zu dieser öffentlichen Adresse. Und nur derjenige, der diese privaten Schlüssel hat, kann dieses Geld wieder ausgeben. Und das ist eigentlich, was du mit deiner Bitcoin-Wallet verwaltest, sind diese Schlüsselpaare. Okay, und dann, das ist ja also Möglichkeit 1, ich kaufe diese Bitcoins online. Möglichkeit 2, ich tue eine Tätigkeit und bekomme diese Bitcoins. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, ist, dass ich die schürfe selber. Das ist auch wichtig. Ja, willst du uns das erzählen, wie das funktioniert? Das finde ich sehr schwierig persönlich. Bitcoin ist ja Geld und wenn man ein neues Geldsystem auf die Beine stellen will, dann stellt sich natürlich vor allen Dingen die Frage, wie verteile ich das denn? Ja. Ja, also es nützt uns ja nichts, wenn am Anfang einer alles hat und die ganze Welt kaufen kann. Und da gibt es bei Bitcoin den Lösungsansatz, dass die Leute, die für das Netzwerk arbeiten, Bitcoins ausgeschüttet kriegen. Es entstehen alle 10 Minuten aktuell im Bitcoin-Netzwerk 25 neue Bitcoins. Und diese Bitcoins, die kriegen sogenannte Bitcoin-Miner. Das sind Leute, die einerseits das Netzwerk schützen, indem sie starke Computer einsetzen, und die zweitens die Transaktionen im Netzwerk bestätigen, also quasi verarbeiten. Diese Arbeit kostet Energie, Strom, man braucht Hardware dafür, das kostet Geld, und weil diese Leute das tun, kriegen sie diese Bitcoins ausgeschüttet. Auch das ist ziemlich basisdemokratisch gelöst bei Bitcoin, weil es kann jeder tun. Nun, vorausgesetzt hat er die Kenntnisse und die Computerleistungen. Richtig, also Bitcoin Mining war vor 3 bis 4 Jahren noch mit einem normalen Laptop möglich, ist es heutzutage nicht mehr. Es ist mittlerweile spezialisierte Hardware entwickelt worden, die ist auch ziemlich teuer. Ändert aber nichts daran, dass hier am Bitcoin-Netzwerk jeder teilnehmen kann, der möchte. Also anders als bei den Banken. Wenn du bei den Banken irgendwie mitarbeiten willst, musst du eine Banklizenz haben und um Erlaubnis bitten und so weiter und so fort. Am Bitcoin-Netzwerk kann jeder teilnehmen, ohne irgendjemand zu fragen, auch überhaupt ohne Bescheid zu geben, ohne dass jemand weiß, wer es ist. Und es kann deswegen auch jeder am Bitcoin-Mining teilnehmen, der das Geld aufwendet, in Bitcoin-Mining-Hardware zu investieren. Ja, genau. Pass auf, ich erzähle dir mal kurz was.
Vor ein paar Jahren habe ich so ein halbes Bitcoin bekommen von einem Freund. Das war noch sehr billig, das war 20 Euro. Jetzt ist der Bitcoin bei 200, wackelt immer so ein bisschen rum. Und dann, ich habe es nicht ganz verstanden, plötzlich hatte ich so ein halbes Bitcoin, wusste ich nicht damit anzufangen. Und dann ist diese Mobil in Wasser gefallen und das war es auch mit dem Bitcoin, weil ich natürlich nicht wusste, dass man noch ein Paraphrase, noch irgendwie sich aufschreiben muss. Also es scheint sehr einfach und gleichzeitig ist es sehr schwierig. Und es hat mich fast ein Jahr gekostet, Überwindung, um selber mich damit so zu befassen, dass ich selber ein Bitcoin irgendwo online gekauft habe. Weil es wurde alles so kompliziert und so weiter. Und natürlich mit Unterstützung von Forum, weil ich dachte, ja, ist das sicher? Und dann leste ich im Internet 1000 Sachen, ja, es ist so nicht sicher, dann müsste man noch das machen und Cold Wallet und vielleicht noch diese komischen File da irgendwo anders. Also sehr kompliziert. Und da stellte ich fest in den Forum, es waren eigentlich nur Männer, also das war 2011 oder 12, da war wirklich echt einfach keine Frau da. Und die Antwort, die mich gegeben haben, waren so schwierig, dass ich dann teilweise dachte, ich verstehe es einfach nicht. Und es ist wirklich ein Paradox zwischen es soll sehr einfach sein und gleichzeitig es ist total schwierig. Also ich finde es echt nicht so einfach. Jetzt verstehe ich das vage, aber ganz verstehen tue ich das nicht. Also ich verstehe und ich verstehe das nicht. Das ist so ein Paradox. Und was mich dabei ein bisschen stört, ist, dass erstmal es ist ein Geld, das für Männer da ist. Also weil die Frauen, die haben dieses Geld nicht. Und es ist ein Geld für die IT-Freaks. Also für Leute, die dann mit Computer keine Hemmungen haben, die auch sowieso ein Smartphone haben für den Alltag. Und das Smartphone geht es eigentlich nicht so richtig. Und das ist etwas, was mich ein bisschen schockiert. Und auch die Verteilung. Kennst du die Verteilung von den Bitcoin überhaupt? Wie ist das im Moment? Wer hat die Bitcoins? Ein paar Millionen Menschen haben die Bitcoins. Also ein paar Millionen Menschen haben die Bitcoins. Weil was ich verstanden habe mit den Adressen, das habe ich im Internet geschaut, es scheinen Adressen zu sein, die wahnsinnig viel Bitcoins haben, also Hunderttausende. Und das ist aber, also sozusagen die Verteilung von den Bitcoins scheint mir ein bisschen so zu sein wie die Verteilung vom Geld, vom normalen Geld. Das heißt, dass sehr viel Bitcoins haben wenig Leute und dann der Rest haben die anderen. Das sind dann immer noch nur Männer. Frauen mit Bitcoin sind da weniger, sind natürlich auch sicher welche, aber das ist ja weniger. Das heißt, von Anfang an hat man eine komische Verteilung. Was denkst du darüber? Also erstmal, das sind jetzt ganz viele Fragen. Ja. Ich fange mal hinten an. Okay. Erstmal kannst du zwar im Bitcoin-Netzwerk sehen, welche Adresse wie viel Bitcoins hat. Du kannst aber nicht sehen, wem diese Adresse gehört. Ja. Das heißt, wenn du jetzt eine Adresse siehst, auf der viele Millionen Euro Bitcoins drauf sind, dann hast du keine Ahnung, ob das eine Einzelperson ist oder zum Beispiel eine Exchange, bei der 50.000 Leute ihr Geld einzahlen, um zu traden, dann ist vollkommen logisch, dass es das gesammelte Geld von 50.000 Leuten, die traden, natürlich sind da viele Millionen drauf. Und wir haben keine Ahnung, wie vielen Leuten dieses Geld gehört. Zu den anderen Themen. Stell dir vor, es ist 1991 und wir reden über das Internet. Wer benutzt 1991 das Internet? IT-Studenten, 98% männlich. Wie leicht ist das Internet verständlich? Überhaupt nicht. Noch Ende der 90er haben Nobelpreisträger der Wirtschaft gesagt, das Internet hat keine Zukunft. So schwer war noch in den 90ern, das Internet selbst zu verstehen. Wolltest du eine E-Mail schicken 1990, dann musstest du Unix-Kommandos beherrschen, du musstest einen SMTP-Server aufsetzen, um deine E-Mails empfangen zu können. Du musstest ein Modem ansteuern können mit Highest-Befehlen und all so einen Unsinn. Ja. Keine Chance, dass meine Mutter damals eine E-Mail geschickt hätte. Heute will meine Mutter mir ein Bild von ihrer Katze schicken, dann macht sie das mit ihrem Telefon, dann hängt sie ihr Telefon an ihren Rechner, dann poppt ein Fenster auf, sie sagt E-Mail, dann klickt sie auf Sohn und dann klickt sie auf Senden und sie weiß, dass ich eine Sekunde später das Bild von ihrer Katze auf meinem Telefon habe. Ja. So, das ist Evolution der Usability und die gibt's bei Bitcoin genauso. Aufgrund der Tatsache, dass du am Anfang eine schlechte Usability hast, das heißt, dass du am Anfang keine Software hast, die super einfach mit Rumklicken zu bedienen ist,
Deswegen hast du am Anfang männliche Technikfreaks, Ja. hauptsächlich in dieser Technologie, weil es versteht sie ja sonst keiner. Ja. Und genauso wie du 1990 im Internet wahrscheinlich 98% Männer unter 22 gefunden hast und ein paar Professoren, aber heute das Internet zu 50% von Männern und zu 50% von Frauen bevölkert ist, so sehe ich das, wird das bei Bitcoin genauso sein. Es wird einfach einfacher werden. Und dadurch wird sich auch dieser Geschlechtergap schließen. Wobei ich fast den Eindruck habe, weil Bitcoin ist jetzt ja keine einfach nur eine Kommunikationstechnologie, sondern bei Bitcoin kommt noch viel mehr Emotionen mit als bei Internet selbst, weil es hat sehr viel mit Freiheit zu tun, es hat sehr viel mit Gleichheit und Gleichberechtigung zu tun. Warum sagst du das? Mit Freiheit und Gleichberechtigung? Kann ich gleich gerne nochmal drauf eingehen. Ja. Aber was ich zum Beispiel sehe, ist, wir haben hier auch hier im Gräfekiez in Berlin mittlerweile einen Damenstammtisch für Bitcoin. Drüben in der Bar Fabelhaft zweimal im Monat und so weiter und so fort. Also ich habe keine Bedenken, dass auch die weibliche Hälfte der Menschheit mit der Zeit Bitcoin so einfach zu benutzen findet, dass sie es auch nutzt. Aber trotzdem, der Unterschied zu E-Mails ist, dass E-Mails waren einfach neue E-Mails, okay, hat man nicht gekonnt, irgendwann könnte man das. Aber bis dass wir das können, also bis dass es wirklich so gleichberechtigt ist und die Bevölkerung, dass alle damit klarkommen, werden weiter Bitcoins produziert. Und das heißt, dass die Verteilung schon nicht gerecht ist jetzt. Das heißt, ich kann gut verstehen, dass du sagst, ja, manche Adressen haben sehr viel Bitcoins, weil es ist Austauschplattformen und das ganze Geld von, was weiß ich, wie viele Leute da geliefert ist, klar. Aber es ist trotzdem so, dass privaten Menschen, die von Anfang an dabei sind und das verstanden haben, sehr viel Bitcoins haben und dass es jetzt noch so ist. Das heißt, jetzt es ist noch sehr wenig Leute, die damit umgehen und sie werden trotzdem weiter Bitcoins produziert. Und das heißt, wie viel produziert wird am Tag? Ich weiß nicht, müsste man da umrechnen. Du meinst 24 pro 10 Minuten? Ich glaube, wir sind bei 3600 am Tag. Ja, genau. Das heißt, die gehen schon irgendwo hin. Und die gehen nicht an der gesamten Bevölkerung, sondern an den Leute, die das verstanden haben. Die gehen an jeden, der dafür arbeiten möchte. Die gehen an die Miner, die dafür arbeiten. Genau. Die dafür Geld aufwenden. Die auch jetzt nicht einfach so alle 10 Minuten 25 Bitcoins geschenkt bekommen, sondern das ist ein ziemlich hart kalkuliertes Business. Das heißt, jemand investiert Geld und riskiert Geld und leistet Arbeit und dafür wird er bezahlt. Ja. Das sehe ich als überhaupt nicht problematisch an, sondern das sehe ich als eigentlich die gerechte Verteilung an und allein, wenn wir hier schon das Wort gerecht benutzen, im Vergleich zu unserem System, wo derjenige, der viel hat, automatisch deswegen noch mehr kriegt, ohne dass er was arbeiten muss, ohne dass er irgendwas für die Gesellschaft tut. Okay, pass auf. In 2130, glaube ich, oder so, soll es keine Bitcoins mehr produziert werden oder vielleicht weniger, sehr wenig. Und dann sind es 21 Millionen Bitcoin da ungefähr. Meinetwegen, auf der Planet sind da 10 Milliarden Menschen. Dann würde bedeuten, dass jeder Mensch 0,00001 hat. Oder vielleicht ist ein 0 zu wenig. Ja. Das heißt ganz, ganz wenig. Ich glaube, das ist so ein paar Cent. Und auf der Planet würde es so sein, dass die meisten Menschen gar kein Bitcoins haben oder nur ein paar Cent. Und eine kleine Truppe von Menschen, die von Anfang an gearbeitet haben, fairerweise geminnt haben, sich damit beschäftigt haben, Sachen gekauft haben oder einfach nur Leute, die Geld hatten und ganz viel Bitcoin gekauft haben. Also ich habe gehört, dass Obama viel Bitcoin hat. Weiß nicht, ob es stimmt. Glaube ich nicht. Ich habe gehört, dass die FBI ganz viel Bitcoin hat. Weiß nicht, ob es stimmt. Die stehlen sie ja. Ach, die stehlen die auch noch. Ja. Gut. Sie stehlen sie von Kriminellen. Okay, super. Also das heißt, es sind schon bestimmte private Leute und vielleicht auch die Elite von jetzt, die schon sich bedient hat an den Bitcoin, weil sie es können, entweder weil sie arbeiten oder weil sie es einfach kaufen. Und irgendwann kommt der Moment, wo diese Elite die Bitcoins haben und der Rest der Welt so gut wie nichts. Also wie soll sich das umverteilen? Irgendwann muss sich das doch umverteilen, wenn man will, dass diese Währung
Weil das ist ein Grund, wo man sagt, ja, Bitcoin unterstützen will ich doch nicht, weil es ist nicht gerecht, weil am Endeffekt, das sind nur die Leute, die das wissen, die das verstehen, die am Anfang da sind. Nicht, dass sie nicht dafür arbeiten, verstehe mich da nicht falsch. Nur, dass sie das können oder entweder, weil sie das kaufen oder das selber produzieren. Und die anderen Leute sind damit nicht beteiligt. Und wenn sie sich verstanden haben, ist ja eh nichts mehr, weil die sind schon weg. Also wie kann man das irgendwie dann wieder zurückbringen? Geht das überhaupt? Oder man sagt, nee, leider mit dem Bitcoin-Zug abgelaufen? Also erstmal gibt es vorab zu schicken, Bitcoin ist ja eine rein freiwillige Technologie. Das Bitcoin-Netzwerk ist eine rein freiwillige Ökonomie. Es steht jedem frei, daran teilzunehmen oder nicht. Es ist also anders als unser Fiat-Geld, Euro oder Dollar, wo wir mit Gewalt gezwungen werden, es zu akzeptieren und wo wir unsere Steuern mit bezahlen müssen. Okay. Bitcoin beruht rein auf Freiwilligkeit. Drum ja, kann der Vorwurf eigentlich nicht ziehen, da ist jetzt erstmal eine ungerechte Verteilung, weil es muss ja niemand dran teilhaben und wer dran teilhaben will, der kann sich jederzeit dafür entscheiden. Jetzt hast du natürlich vollkommen recht, es gibt viele Leute, die haben das noch gar nicht verstanden und haben deswegen einen Nachteil denen gegenüber, die das früher verstanden haben und deswegen auch zum Beispiel investiert haben oder ihre Arbeitszeit oder Produkte für Bitcoin verkauft haben. In der Zeit, wo es noch ganz billig war, es gab eine Zeit, wo die Bitcoins so nicht mal €1 gekostet haben. Und das ist gar nicht so lange her. Das heißt, wo wirklich Leute Tausende haben könnten, wenn sie das möchten. Und wenn sie das verstanden haben, dass es einfach ein guter Invest war. Und jetzt, wenn man eine will, das ist ja schon direkt 200 €. Das ist eine ganz andere Entscheidung. Also, ich glaube, hier geht es ja dann prinzipiell oder ganz grundlegend um ganz bestimmte Mechanismen in der menschlichen Gesellschaft, um bei dem Beispiel Internet zu bleiben. Es gab eine Zeit, da gab es etwas, das nannte man the Digital Gap. Ja. Die Kluft zwischen den Leuten, die Internet benutzen und denen, die Internet nicht benutzen. Mhm. Man hat festgestellt, wer Internet benutzt, hat signifikante ökonomische Vorteile jemandem gegenüber, der es nicht benutzt. Wer es benutzt, der kann online die billigen Flüge finden, die kann der andere nicht, der muss ins Reisebüro gehen und glauben, was mir der sagt. Ja. Wer online ist, der kann die Stellenanzeige lesen in der Minute, in der sie online gestellt wird. Der andere muss bis Samstag warten, damit er sie in der Zeitung lesen kann. Es ist also offensichtlich so, dass Menschen nicht immer alle global gleichzeitig im gleichen Moment anfangen, die gleiche Technologie zu benutzen, sondern dass wir bestimmte Technologien haben, die ganz neu sind, die Vorteile bieten. Dann gibt es einige Leute, die benutzen diese Technologie. Und wenn die damit erfolgreich sind, dann werden die anderen Leute das sehen und sagen, das benutze ich auch. Ja. So ein Faustkeil ist eine praktische Sache. Aber irgendeiner hatte ihn zuerst und der konnte besser Feuerholz machen. Ja. War irgendwie auch unfair in dem Moment, könnte man sagen. Aber allen anderen steht es ja frei, den Faustkeil auch zu nehmen, das Prinzip zu verstehen. Nun, dass es Faustkeile geben können ohne Ende und Bitcoin sind irgendwann Schluss. Das heißt, irgendwann gibt es nicht mehr genug. Das heißt, es kann nur eine Parallelgeschichte werden. Es könnte niemals wirklich die Gesellschaft verändern, weil es verändert die nur lokal. Außerdem ist es so, dass... Aber allein wenn es eine Parallelgeschichte wird, wie du es nennst, dann hat es doch schon die Gesellschaft verändert. Allein wenn wir durch Bitcoin einen freien Wettbewerb an Geldern kriegen, und das ist, was Bitcoin bereits getan hat, der Moment ist schon passiert, und wir das Monopol der Banken und der Zentralbanken und die Macht der Regierung über das Geld dadurch brechen, dann ist doch schon ein Riesenschritt getan. Aber dann wundert mich das, warum Bitcoin nicht nach 5 Jahren immer noch nicht bekannt ist. Wie kommt das denn? Ich meine, jeder Videospiel, was erfinden wird, wird nach ein paar Monate schon von jedem bekannt. Was macht es, dass man Bitcoin nicht kennt? Ein Videospiel, was innerhalb von Tagen es auf Millionen von Xboxen schafft, hat den Vorteil, dass schon Millionen Leute Xboxen haben und schon seit Monaten auf die nächste Version von diesem Videospiel warten und dass Sony oder Microsoft oder wer auch immer die Xbox baut, riesen Werbekampagnen fährt und alle total geil auf dieses neue Videospiel sind. Jeder weiß, was ein Videospiel ist. Jeder weiß, was
dieses Videospiel ist. Ja. Wir reden von einer komplett neuen Technologie, die die Leute erstmal verstehen müssen. Wir haben dann eine öffentliche globale Buchhaltung, in der jeder, ohne um Erlaubnis zu fragen, unveränderliche Einträge machen kann, in der jeder Werte verschieben kann. Das ist so unglaublich bahnbrechend neu. Es ist was ganz anderes als ein weiteres Videospiel. Und lass uns wieder beim Beispiel Internet bleiben. Die erste E-Mail wurde 1971 verschickt. Und hotmail.com gab es 1996 oder 1997. Also von dem ersten Verschicken einer E-Mail bis E-Mail überhaupt an einem Punkt war, wo normale Nutzer es überhaupt nutzen konnten. Und dann haben sie es noch lange nicht alle getan. Wo überhaupt eine Lösung da war, dass man klicken konnte, statt Unix-Befehle irgendwo eintippen. Hat es 25 Jahre gedauert. Vom ersten animierten GIF, was übers Internet transportiert wurde, bis YouTube, hat es 15 Jahre gedauert. Und ich glaube, wenn man das in solche Relationen setzt, dann entwickelt sich Bitcoin gerade ziemlich rasant. Also im Grunde, du meinst, dass die Langsamkeit von der Bekanntschaft von der Bitcoin hängt an der technischen Hürde, dass jemand bewältigen muss, um damit wirklich einzusteigen. Es hängt an verschiedenen Dingen. Ich meine, eigentlich, ich weiß, es hängt an verschiedenen Dingen. Es hängt an der Usability. Wie einfach ist es, das zu benutzen? Und es ist im Moment... Und dazu will ich kurz mal dich unterbrechen. Es ist eigentlich gleichzeitig einfach und schwierig. Also für mich ist Bitcoin ein komplettes Paradox an ganz vielen Ebenen. Das heißt, im Grunde kann man es installieren. Ich habe es gerade gemacht für uns, für Griechenland. Und das hat mich 500 gekostet. Ob es richtig sicher ist und alles, weiß ich nicht genau, aber es ist ein Computer, der nie online ist, von daher denke ich mir, ist schon gut. Wenn man das aber richtig machen will, dann wird es richtig kompliziert. Wird auch nicht sehr viel komplizierter dann, das wirst du feststellen. Also das erscheint für jemanden, der das nicht kennt, kompliziert, nur die Wörter, die da sind, Es ist, lass mich nochmal sagen, es ist ein komplett neues Konzept. Ja. Wie der Engländer sagt, you need to wrap your head around it. Es ist ein so dermaßen neues Konzept, dass du die grundlegenden Mechanismen irgendwie erstmal versuchen musst zu verinnerlichen. Ja. Was für die meisten Leute das Schwierigste an diesen grundlegenden Konzepten ist die Dezentralisiertheit. Also zu verstehen, dass ich niemanden anrufen kann und fragen kann, wo sind meine Bitcoins, wenn ich sie verloren habe. Und das wirklich alles auch auf dieser Eigenverantwortung beruht. Genau, das macht auch unsicher, dass man sieht, ja, wenn du dein Paraphrase verlierst, ist alles Schluss. Das macht schon ein bisschen Angst. Es ist dann auch nicht alles Schluss. Ich habe ja auch ein Buch drüber geschrieben. Es gibt nichts, das behaupte ich, es gibt nichts, was man so sicher verwahren kann wie Bitcoin. Es gibt nichts auf der Welt, was man so sicher verwahren kann wie Bitcoin, was dazu führt, dass es dir niemand stehlen kann, dass es dir niemand konfiszieren kann, dass überhaupt jemand wissen kann, dass du es hast. Es gibt einfach kein zweites Asset mit diesen Eigenschaften auf der Welt. Um es zu nutzen, muss man sich damit beschäftigen. Je früher man sich damit beschäftigen will, desto mehr Arbeit muss man investieren. Es ist genauso wie beim Internet. Man hatte die Möglichkeit, Anfang der 90er zu sagen, ich glaube, ich habe das verstanden, ich glaube, das hat eine Zukunft, ich will das jetzt benutzen. Und ich kann mich erinnern, auch in der ersten Hälfte der 90er, wie viele Leute es gab, die zu mir sagten, Internet hat keine Zukunft. Leute aus Medien, aus der Werbung, die mir sagten, wer soll jemals diese komischen Computer-zu-Computer-Nachrichten verschicken? Was macht das denn für einen Sinn? So. Es gab aber Leute, die haben diese Zukunft und dieses Potenzial gesehen, also haben sie sich hingesetzt und die Arbeit investiert, es auch anwenden zu können. Je länger man wartet, desto einfacher wird's und aber desto später ist man eben dran. Aber das ist nun mal der Lauf der Geschichte. Also ich glaube, es gibt auch andere Gründe. Also persönlich glaube ich, weil die Frage war, warum ist das noch nicht bekannt? Okay, diese technische Hürde spielt sicher eine Rolle, dass man sich davon denkt, mein Gott. Ich persönlich glaube, dass es andere Gründe sind. Ich weiß nicht, ob du das d'accord siehst. Ich habe das Gefühl, dass es nicht erwünscht wird, von wer auch immer, dass Bitcoin sich durchsetzt. Ich habe auf einem Währungsrechner, Computerwährungsrechner, weil ich vor kurzem wollte wissen, wo der Bitcoin steht, und da stand direkt, Bitcoin is not legal tender in any country and is not recognized as an official currency by any regulatory authority. Das heißt, sofort, dass man sich mit Bitcoins beschäftigt, raus aus der Bitcoin-Plattform, kommt das Wort, es ist illegal oder das sind nur Kriminelle und so weiter.
Was natürlich das schwierig macht, dass dieses System sich durchsetzt. Siehst du das auch so? Oder? Ja, es gibt natürlich, also erstmal vollkommen... Ist das überhaupt Bitcoin legal? Warte mal, Bitcoin ist absolut perfectly legal. Der Status von Bitcoin ist geklärt auf allen nationalen und internationalen Ebenen. Die BaFin hat ihn als privates Geld eingestuft. Auf EU-Ebene hat man entschieden, dass keine Mehrwertsteuer drauf anzufallen ist und so weiter und so fort. Bitcoin ist absolut legal. Es ist natürlich so, Untertitel meines Buches ist Banking ohne Banken. Bitcoin ist ganz klar die Ansage, lasst uns ein Wirtschafts- und Finanzsystem ohne Mittelsmänner, ohne Banken bauen. Das ist das Ziel von Bitcoin. Eine Welt ohne Banken. Jetzt muss man nicht lange überlegen, wenn man sich fragt, gibt es jemanden, der Bitcoin nicht mag vielleicht? Ja. Ja, klar sind das die Banken. Die Tatsache, dass es jetzt auch teilweise ein bisschen so Medienkampagnen gibt, die immer auf Kriminelle benutzen, Bitcoin und so weiter und so fort, ist, glaube ich, nichts, was die Menschen davon abhalten wird, Bitcoin zu benutzen. Erstmal sind die Argumentationen ja dann doch relativ lächerlich. Also wenn mir einer sagt, wir müssen Bitcoin regulieren, weil damit kaufen Leute Drogen, dann kann man einfach nur mal kurz auf den US-Dollar hinweisen. Also kein Mensch will den US-Dollar abschaffen, obwohl die ganze Welt Drogen damit handelt. Ist außerdem zu sehen, dass jede neue Technologie wird in der Regel erstmal von Leuten benutzt, wahrscheinlich auch von Kriminellen benutzt, aber erstmal von Leuten benutzt, die einen gewissen Druck haben, die Vorteile der neuen Technologie auszunutzen. Das Automobil wurde anfänglich zu Banküberfällen und weiß der Teufel was benutzt. Jede neue Technologie, sei es das Internet, sei es egal was, wird von Leuten für das benutzt, für das die Leute Geld benutzen, oder Bitcoin wird für das benutzt, wofür die Leute Geld benutzen, weil es Geld ist. Es gibt einen Punkt, der die weitere Verbreitung von Bitcoin noch aufhält. Und das ist das Verständnis vieler Leute oder die wenigsten Leute, zumindest hier bei uns in der westlichen Welt, haben das Gefühl, sie brauchen überhaupt sowas wie Bitcoin. Sie brauchen überhaupt ein freies Marktgeld. Was einfach damit zusammenhängt, dass die allerwenigsten Leute sich überhaupt über Geld Gedanken machen. Die wenigsten Leute fragen sich, wo kommt das Geld her? Wer macht dieses Geld? Wer bestimmt seinen Wert? Wer bestimmt über seine Verteilung? Und wieso gibt es Leute, die können bestimmen, was ich mit meinem Geld mache? Wieso kann ich keine Spenden an WikiLeaks schicken, weil ein Präsident sagt, es gefällt ihm nicht, was die machen, wo es keinen Richter gibt, der sagt, das ist überhaupt kriminell oder sonst irgendwas. Das ist ja so ein Beispiel für monetäre Oppression, ist hier das Schlagwort. Also ein Präsident ruft aus per Dekret wie ein König im Mittelalter, ich möchte nicht, dass diese und jene Leute noch Geld bekommen, und alle Banken sagen, okay, Banken sagen, okay, keiner fragt nach einem Richter oder sonst irgendwas. Es gibt nicht mal einen Richter, der sagt, was sie getan haben, sei irgendwie kriminell. Wenn man Anwälte fragt, sagen die auch, es ist auch nicht, es ist investigativer Journalismus, aber der gefällt eben dem König gerade nicht so. Andere Beispiele monetäre Oppression, du kannst in Deutschland keine kubanischen Waren bei einem deutschen Online-Händler kaufen, was nach deutschem Recht vollkommen legal ist. Du kannst kubanischen Rum, kubanische Zigarren importieren und sie an andere Leute weiterverkaufen. Das deutsche Gesetz hat nichts dagegen. Aber in den USA gibt es ein 50 Jahre altes Embargo gegen Kuba. Und dieses 50 Jahre alte Gesetz wird bei uns durchgesetzt über den Mechanismus mit den Kreditkarten und PayPal. Ja. Kreditkartenfirmen sind der Meinung, dass in Deutschland US-Gesetze durchgesetzt werden müssen. Und deswegen sperren sie die Konten, wenn du in Deutschland als deutscher Onlinehändler an deutsche Endkunden kubanische Produkte verkaufst. So, solange die Leute mit diesen Zuständen zufrieden sind und kein Problem damit haben, verspüren sie auch nicht wirklich
einen großen Druck, sowas wie Bitcoin zu benutzen. Ja, ja. Dazu kommt, dass die meisten Menschen der Meinung sind, wenn sie Kreditkarten benutzen und so weiter und so fort, dann ist das kostenfrei. Wenn man den Leuten sagt, Kreditkarten kosten 3% Gebühren und der Händler muss ständig irgendwelche Chargebacks irgendwo abschreiben. Also Kreditkarten kosten keine Gebühren, denken die Konsumenten, weil sie zahlen sie ja nicht. Dass sie auf die Produktpreise umgelegt kriegen, soweit denken die meisten Konsumenten erstmal gar nicht. Aber wie auch immer, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, solange die Leute zufrieden sind mit dem System, was sie haben und dieses System für sie funktioniert, verspüren sie nicht den Druck, wirklich sich mit so einer komplett neuen Technologie auseinanderzusetzen. Der Druck steigt allerdings permanent, vor allen Dingen in der Eurozone. Also die Europäische Zentralbank und auch die großen Bankhäuser sind eigentlich die am besten dabei sind, die Leute zu Bitcoin zu kriegen, wenn man sich anguckt, Kapitalverkehrskontrollen in Griechenland zum Beispiel, wo du feststellst, auf einmal kommt keiner mehr an sein Geld ran, außer die Leute, die Bitcoins haben. Ja. Das ist ja die Frage, weil hast du überhaupt ein Bankkonto oder bist du nur auf Bitcoins? Ich habe noch ein Bankkonto, ja. Du hast noch ein Bankkonto. Was machst du alles mit Bitcoins? Alles. Wie geht das? Praktisch. Ich meine, wer nimmt Bitcoins überhaupt? Gut, ich mache mit Bitcoin alles, außer wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf der Straße in einem Laden was bezahlen muss, der keine Bitcoins nimmt. Ja. Ich kann meine Flüge in Bitcoin buchen, weil es gibt Webseiten wie btctrip.com, die akzeptieren sowieso nur Bitcoin. Ich kann Hotels mit Bitcoin buchen. Wie geht das denn? Musst du das Hotel suchen, der das akzeptiert, oder? Ich gehe zum Beispiel auf coinmap.org und suche mir das entsprechende Hotel. Ich kann aber auch zum Beispiel, ich kann meine Miete, meine Stromrechnung und auch eine Hotelrechnung in Bitcoin bezahlen, indem ich über einen Dienstleister wie Bitwala gehe. Der das für dich umtauscht. Genau, da schicke ich Bitcoins auf ein SEPA-Bankkonto. Der tauscht das um für ganz geringe Gebühren. Aber das heißt, du musst da ständig, wenn du die Miete bezahlst, machst du dich Gedanken, oh, heute ist der Bitcoin höher als gestern, dann müsste ich lieber überlegen, wann ich die Miete überweise. Machst du dich darüber Gedanken und sagst, egal, heute ist der Bitcoin bei 220, morgen ist er vielleicht bei 210. Also ich muss die Miete ja zu einem bestimmten Zeitpunkt bezahlen. Aber da gibt es ja immer so ein bisschen... Ich persönlich, das was du nennst, das was du beschreibst, nennt man to time the market. Ich persönlich mache das nicht, weil ich dabei meistens Geld verliere. Also, und Zeit. Wenn ich mir denke, oh, heute ist der Bitcoin so und so, morgen ist der Kurs bestimmt besser, ich zahle erst morgen, dann ist er morgen bestimmt schlechter. Von daher. Du bezahlst sozusagen fast alles mit Bitcoin. Das bedeutet auch, dass du dich darüber kümmern musst. Das heißt, wissen musst, ich will jetzt diese Firma, weil sie Bitcoins nimmt, ich gehe zu diesem Laden, weil sie Bitcoins auch nicht. Das heißt, kostet jetzt für mich schon ziemlich viel Zeit. Nö, es kostet mich jetzt nicht furchtbar viel Zeit. Und vor allen Dingen, jeder von uns hat bestimmte Präferenzen, warum man einen bestimmten Dienstleister für was benutzt. Du gehst da und da einkaufen, weil du lieber da einkaufen gehst. Wie stellst du dir eine Gesellschaft, wo der Bitcoin dominant ist? Erstmal ist es gar nicht möglich, dass der Bitcoin dominant wird, weil es zu wenig davon gibt. Also irgendwie... Nein, es gibt nicht so wenig davon. Ein Bitcoin ist auf die 8. Nachkommastelle teilbar. Das heißt, ein einziger von diesen 21 Millionen Bitcoin hat 1 Million Millionstel Teile. Es gibt mehr Satoshis, Satoshis ist die kleinste Einheit von Bitcoin, als US-Dollar-Cents auf der Welt. Okay, dann müsste aber der Bitcoin wirklich klettern in der Höhe. Da würde der Bitcoin im Preis natürlich steigen. Müssen. Ja. Absolut müssen. Ja. Ich will noch mal darauf hinweisen, Bitcoin ist eine absolut freiwillige Sache. Also jeder kann am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen, er muss es aber auch nicht. Bitcoin ist auch Open Source. Bitcoin ist ein Vorschlag, der auch ganz bewusst in Open Source gehalten ist. Das bedeutet, es ist ein Vorschlag, den kann jeder nehmen, verändern und sein eigenes draus bauen. Ja. Und das tun Leute ja auch. Und das ist erstmal dieser große Schritt, den meiner Meinung nach Bitcoin geschafft hat, einen freien Markt für Geld zu schaffen.
den hatten wir bislang nicht. Wir hatten bislang den Euro und verschiedene andere Fiat-Währungen und du konntest in Deutschland vielleicht ein bisschen eine Privatwährung machen, wie den Chiemgauer oder den irgendwas, der an den Euro gebunden ist und von dem die Zentralbank wusste, der wird keinen großen Erfolg haben, weil den wird man in Chiemgau irgendwo zwischen dem Weinladen und der Metzgerei irgendwie austauschen, aber mehr wird damit nicht passieren. So, mit Bitcoin haben wir eine globale Alternative zu unserem Geld, zu unserem Finanzsystem. Und mit globaler Alternative meine ich, die ist inklusiv. Die lädt auch 3 bis 4 Millionen Menschen auf der Welt ein, die bislang keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen haben, die keine Kreditkarte haben, die kein Bankkonto haben, sonst wo, irgendwo auf der Welt. Oder auch vielleicht die Währung nicht erkannt wird im Internet. Zum Beispiel. All diese Leute können jetzt an diesem Geldsystem, an diesem Finanzsystem teilnehmen. Und es ist eine Einladung. Es ist eine Einladung zu sagen, hier, wir schlagen mal vor, wie wir uns ein Geld vorstellen, aber das muss niemand nehmen und jeder, der eine bessere Idee hat, kann das, was wir gebaut haben, nehmen, es umbauen. Und wenn er damit etwas Besseres macht, was andere Leute mehr überzeugt, dann wird er damit Erfolg haben. Ja. Und dann wird der Bitcoin verschwinden und dieses neuere Geld wird auftauchen. Also ich halte es auch für eine sehr sympathische Herangehensweise von Bitcoin, nicht nur einfach so mal aufzuschlagen, sondern auch zu sagen, ich bin ein Vorschlag, ich bin überzeugt davon, dass das sinnvoll ist, wie ich aussehe, aber ich bringe gleich mit die Technologie und die Möglichkeit für jeden anderen mich zu ersetzen, für jeden anderen, der es besser machen kann und der etwas entwickelt, was mehr Leute überzeugt. Sag mal, hast du zum Beispiel eine alte Versicherung in Bitcoin, also hast du Reserve Bitcoin, wo du sagst, aha, damit möchte ich dann später Geld haben, oder? Also ich möchte jetzt... Weil wenn du das hättest, dann könntest du die Angst haben, dass Bitcoin verschwindet. Also ich will jetzt nicht über meine persönlichen finanziellen Verhältnisse reden. Ich kann aber soweit sagen, dass ich keine Riester-Rente oder irgend sowas habe, weil ich genau weiß, dass ich dieses Geld nie mehr sehen werde. Also statt Geld in eine Riester oder irgend so eine Rente einzuzahlen, gehe ich lieber gut essen. Angst, dass Bitcoin verschwindet, habe ich überhaupt gar nicht. Aufgrund dessen, was ich dir gerade erklärt habe. Aber es könnte ersetzt werden. Aufgrund dessen, was ich gerade erklärt habe, kann Bitcoin nur ersetzt werden durch etwas, was noch besser ist. Und wenn wir etwas kriegen, was noch besser ist als Bitcoin, dann bin ich einfach nur dankbar und freue mich drüber. Okay. Also... Dann würdest du einfach den Bitcoin wechseln in eine neue Währung und gut ist. Was auch immer. Es geht hier nicht drum, es ist vor allen Dingen ist auch wirklich klar zu machen, so Bitcoin ist nicht entstanden, ist nicht gebaut worden von irgendwelchen Wall Street Leuten und Finanzexperten, die reich werden wollten. Die wirklich ursprüngliche Intention von Bitcoin ist es, ein Mensch-zu-Mensch-Geld zu schaffen, für das keiner Banken braucht. Und für Bitcoin-Enthusiasten, nicht nur der ersten Stunde, sondern der ersten paar Jahre, gibt es wirklich sehr viel wichtigere Dinge als den Wechselkurs. Also die Technologie zu entwickeln, anderen Leuten näher zu bringen, zu sehen, dass mehr und mehr Leute Bitcoin nutzen, sinnvoll einsetzen, dass Leute 20% sparen, weil sie jetzt ihre Gelder nach Hause, nach Mexiko oder in die Philippinen nicht mehr mit Western Union schicken müssen, sondern mit Bitcoin schicken können. 20% vom Einkommen, für das die Leute zu Hause 20% mehr Essen kaufen können. Es geht um diese Dinge und nicht um den Wechselkurs. Und wenn wir tatsächlich, wenn jemand eine Technologie baut, die für all diese Dinge noch besser geeignet ist als Bitcoin, dann mache ich eine Flasche auf. Wie könnte der Bitcoin helfen, zum Beispiel im Beispiel der Krise in Griechenland? Was könnte es da bringen? Das Problem für Griechenland ist, dass die Griechen gerade verstehen, dass sie Bitcoins vor der Krise gebraucht hätten.
Also jetzt, wenn dein Bankkonto dicht ist und du kein Geld mehr von der Bank kriegen kannst, dann hast du auch kein Geld, um Bitcoins zu kaufen. Wieso kann man die nicht online kaufen, direkt in der Banksystem selbst? Es geht darum, dass man nicht Geld abheben kann, oder? Richtig. Wenn es möglich ist, in Griechenland noch Geld auf eine Bitcoin-Börse zu überweisen und der Staat zulässt, dass du dafür Bitcoin kaufst, dann geht das natürlich. Musst du aber auch erst mal machen. Ja. Weiß gar nicht, ob das möglich ist. Als die Kapitalverkehrskontrollen kamen, war es nicht möglich. Ich glaube, es gibt aber mittlerweile eine Exchange. Das heißt, jetzt ging es doch. Wie auch immer. Es wird auf Dauer auch nicht gehen. Der Staat macht ja Kapitalverkehrskontrollen, damit die Leute eben nicht an ihr Geld kommen. Wenn der Staat sieht, hier gibt es aber ein Schlupfloch und mehr Leute benutzen es, dann wird er dieses Schlupfloch zumachen. Und im Fall einer Bitcoin-Exchange kann er das auch, weil die muss ja mit Banken arbeiten, damit Leute ihr Geld dorthin schicken. Was ich aber sagen wollte... Also es gibt eine Welle von Touristen, die da hingehen und Bitcoin direkt verkaufen. Warte mal, lass mich mal versuchen, mal meinen Punkt zu Ende zu entwickeln. Ja. So. Was die Griechen gerade feststellen ist, wer vor Implementierung der Kapitalverkehrskontrollen keine Bitcoins hatte, sondern nur Geld auf dem Bankkonto, der hat jetzt ein Problem, weil er kommt ja auch an keinen Euro ran, um wieder Bitcoins zu kaufen. Ja. Wer aber vorher sein Geld vom Bankkonto geholt hat, der hat auch kein Problem, weil der hat ja Euros. Der braucht also auch keine Bitcoins zu kaufen. Was die Griechen aber feststellen können, ist, dass die einzigen Firmen und Individuen, die noch in der Lage sind, Geld aus dem Ausland zu bekommen und darüber verfügen zu können, also dieses Geld auch wieder ins Ausland schicken zu können, sind die Leute, die Bitcoin benutzt haben. Deswegen hast du auch das Phänomen, dass das ist das Gleiche in Zypern und das ist das Gleiche, was wir jetzt in Griechenland sehen, in solchen Situationen, wo Kapitalverkehrskontrollen eingerichtet werden, also wo die Leute dastehen und feststellen, schockiert auf einmal, wow, der Staat nimmt wirklich einfach mein Geld weg. In solchen Momenten siehst du, dass mehr Bitcoins verkauft werden in anderen Ländern, und nicht in dem Land, in dem die Kapitalverkehrskontrollen eingeführt werden. In dem Land, in dem es die Kapitalverkehrskontrollen gibt, wie in Griechenland, hat keiner mehr Geld im Moment, um Bitcoins zu kaufen. Aber die Leute in Portugal, die Leute in Spanien, die Leute in Italien gucken hin und wissen, dass sie eine gute Chance haben, als nächstes dran zu sein. Und verstehen, wenn der Grieche, der vorher Bitcoin hatte, der ist jetzt fein raus. Also sehe ich zu, dass ich vorher Bitcoins habe. Eigentlich könnte man es sogar für uns wahrnehmen, weil würdest du jetzt Leute empfehlen, auf Bitcoin sozusagen umzusteigen in Deutschland wegen der Euro-Krise? Also ich mache ja keine Investitionsberatung und irgend sowas, aber ich halte es für eine äußerst vernünftige Idee, ein bisschen freies Geld zu haben. Ja. Wenn der Moment kommt. Von dem jeder sagt, er würde nie kommen, von dem es auch jeder gesagt hat, in Griechenland würde er nie kommen, nämlich dass wir unser Geld auf den Banken konfisziert kriegen und dass wir ein Banken-Bail-in kriegen, dass unser Geld dafür benutzt werden muss, die Banken zu retten, die ja sehr Not leiden. Dann glaube ich, ist auch in Deutschland jeder fein raus, der zumindest ein bisschen freies Geld irgendwo hat. Ja, das heißt, es könnte eigentlich schon sein, dass die Euro-Krise einen starken Einfluss über den Bitcoin selbst. Absolut. Das ist, was ich vorhin meinte. Die EZB und die Banken sind die am besten Werbung für Bitcoin machen. Die zeigen den Leuten, warum ein freies, unkonfiszierbares Geld Sinn macht. Und kann die Regierung nicht einfach das verbieten? Ist nicht so eine Rede in China, dass es verboten wird, damit zu handeln oder so? Nee, es ist auch in China nicht verboten, mit Bitcoin zu handeln. In China ist es im Moment verboten, mit Aktien zu handeln. Okay. Und die Chinesen verbieten bestimmt auch gerne alles Mögliche. Man kann Bitcoin nicht einfach verbieten. Man könnte Bitcoin verbieten, aber es hat jede Regierung mittlerweile eingesehen, dass es überhaupt keinen Sinn macht. Lass uns das größere Thema Kryptowährung nennen. Bitcoin ist ja eine Kryptowährung, eine von vielen verschiedenen, die alle von Bitcoin gegründet wurden, kann man so sagen. Die anderen sind alles Ableger von Bitcoin. Und du kannst diese Kryptoökonomie nicht mehr regulieren. Das ist vorbei. Dieses Rad ist auch nicht mehr zurückdrehbar historisch. Wir haben jetzt eine freie Kryptoökonomie. Was du tun kannst als Regierung,
Du kannst Unternehmen regulieren, die so die Schnittstellen sind zwischen Banken und Bitcoin-Welt, also Bitcoin-Exchanges oder Bitcoin-Zahlungsdienstleister, alle die in der Jurisdiktion sind, die dort eine angemeldete Firma haben, die Bankkonten haben und so weiter und so fort, die kannst du regulieren. Was du nicht regulieren kannst, ist das Bitcoin-Protokoll selbst. Also du kannst nicht regulieren, zum Beispiel, ich will nicht, dass die Menschen von Mensch zu Mensch Geld überweisen können. Sowas kannst du als Regierung nicht regulieren, weil das ist im Bitcoin-Protokoll. Also geben, Bargeld meinst du? Weil was du nicht regulieren kannst, ist die Regeln des Bitcoin-Netzwerkes zu verändern. Und das müsstest du tun, um Bitcoin unter Kontrolle zu kriegen. Aber man könnte die Austauschplattformen verbieten zum Beispiel. Lass mich doch mal mein Ding zu Ende führen. Also was du regulieren kannst, sind Bitcoin-Dienstleister-Firmen, die in der Jurisdiktion sind, die Bankkonten haben, also Bitcoin-Exchanges, Bitcoin-Zahlungsdienstleister. Dort kannst du Anti-Money-Laundering und Know-Your-Customer-Prinzipien und all sowas einführen wie bei Banken. Was du aber nicht kannst als Regierung, ist das Bitcoin-Protokoll zu regulieren. Das heißt, du kannst niemals verhindern, dass Leute außerhalb der Exchanges oder außerhalb der Zahlungsdienstleister einfach Geld von A nach B, von Mensch zu Mensch, von Iran nach Argentinien schicken. Ja. Weil diese Mechanismen sind im Bitcoin-Protokoll festgeschrieben und die kannst du als Regierung nicht ändern. Und sogar, wenn wir uns den absolut unvorstellbaren Fall vorstellen, dass zum Beispiel alle Regierungen der Welt sich auf einmal einig werden und gemeinsam Bitcoin regulieren. Weil du ja auch schon fragen kannst, wie soll der Iran und Israel, wie soll USA und China sich an einen Tisch setzen und sich mal mal schnell einig werden. Ja? Es wird nicht passieren. Aber sogar sollte das passieren. Und man ändert das Bitcoin-Protokoll und man führt zum Beispiel Reversibility der Transaktionen ein, also dass Transaktionen zurückgeholt werden können, dass Geld konfisziert werden kann und so weiter und so fort. Dann nützt dir das auch nichts, weil dann ist sofort die nächste Kryptowährung um die Ecke. Außerdem, ich dachte, dass wenn man sowas macht, dann es ist kein Bitcoin mehr. Also das ist richtig, ja. Aber das würde ja die Regierung nicht stören. Es ist ein bisschen wie die Druckerpresse, wo wir auch schon das Beispiel hatten. Da kam der Gutenberg und der hat eine Maschine erfunden, mit der man Dinge drucken kann. Jetzt hätte ja auch der Papst, dem das gar nicht gefallen hat, oder König hergehen können und sagen können, wir wollen das regulieren, lass uns zu dem Gutenberg gehen und dann bauen wir dem die Maschine so um, dass man nur noch Bibeln damit drucken kann. Das hätte man tun können, aber nachdem Gutenberg ja das Prinzip seiner Erfindung schon öffentlich gemacht hatte, hätte das niemanden davon abgehalten, im nächsten Keller eine Druckerpresse zu bauen und damit ein Pamphlet zu drucken, auf dem steht, der Papst hat eine große Nase. Oder irgendwas. Und das gleiche Prinzip haben wir hier. Du kannst vielleicht noch den einen oder anderen individuellen Dienstleister oder sonst was regulieren, aber das Rad zurückzudrehen und Kryptoökonomie irgendwie zu verbieten oder aufzuhalten, ist einfach zu spät. Wir haben jetzt freies Marktgeld und das Monopol der Zentralbanken und die Notwendigkeit von Banken sind ein für alle Mal in der menschlichen Gesellschaft gebrochen. Ja. Die sind bereits gebrochen und so kann man das jetzt sagen. Als Resümee, Vorteile von Bitcoins, Bypass von der Bank. Man braucht die Bank nicht. Man kann so direkt von Mensch zu Mensch eine Überweisung machen. Man hat keine Zinsen. Die Gebühren sind... Man hat keine Zinsen? Wie kommst du da drauf? Weil, wie soll man einen Zinsen einführen in den Bitcoin-System? Das ist ganz einfach. Wenn ich dir einen Bitcoin leihe und wir vereinbaren, dass du mir 1,1 Bitcoin zurückzahlst, dann gibt es Zinsen. Das ist eine Vereinbarung zwischen dir und mir. Du gibst doch nicht deine Bitcoin bei der Bank. Und die Bank, die macht doch Zinsen. Zinsen ist eine Vereinbarung zwischen wer auch immer, wem auch immer Geld leiht. Wenn ich dir Geld leihe, wenn ich dir einen Bitcoin leihe und ich will 1,1 Bitcoin zurück in einem Jahr, dann gibt es Zinsen. Was es nicht gibt, und damit der Begriff Zinsen, man muss den auch auf verschiedenen Ebenen sehen. Was es nicht gibt in der Bitcoin-Welt, sind die Schuldzinsen, die die Gesellschaft gesamt an die Banken bezahlt, dafür, dass sie uns unser Geld leihen. Also hierfür ist es auch notwendig, einen Unterschied zu verstehen zwischen unserem existierenden Finanzsystem und dem Bitcoin. Unser existierendes Finanzsystem ist ein sogenanntes Schuldgeldsystem. Bitcoin ist ein Vollgeld. Bitcoin ist ein Vollgeld wie Gold. Ja. Und der Unterschied ist einfach der,
Unser Schuldgeld funktioniert so, und das ist äußerst erstaunlich, aber es ist jeder gerne aufgerufen, nachzugucken, ob das stimmt, was ich sage. Unsere Regierung leiht sich von einer privaten Organisation namens Zentralbank Geld, wenn sie welches braucht, und bezahlt dafür an diese Zentralbank Zinsen. Diese Zinsen zahlen wir als Gesellschaft, als Bevölkerung, indem wir Steuern bezahlen und so weiter und so fort. Diese Zinsen kann es bei Bitcoin nicht geben, weil Bitcoin ein Vollgeld ist. Bitcoin ist mit Gold eins der einzigen Finanzinstrumente, was niemandes anderes Schuld ist, wo es keine Gegenpartei gibt, auf die du dich verlassen musst. Alle unsere Finanzinstrumente beruhen darauf, dass sie das Versprechen von irgendjemandem für irgendetwas sind. Auch der Euro ist ein Versprechen der Europäischen Zentralbank, dass es den Euro noch weiter geben wird und dass er in Zukunft auch noch einen Wert haben wird. Bitcoin wie Gold ist anders. Einen Bitcoin hat man wie eine Unze Gold oder man hat sie nicht. Und deswegen kann es diese Zinsen nicht geben. Also die Zinsen auf die ganzen Schulden, die unsere Regierungen bei unseren Zentralbanken machen. Genau. Okay, also diese Zinsen als Vorteil. Und dann die Anonymität, also das heißt, dass keiner genau weiß, wer was hat, obwohl die Blockchain alles weiß, aber das weiß ja niemand. Ich nenne das Privatsphäre, nicht Anonymität. Also es sind eigentlich, ist auch ein bisschen eine Terminologiefrage. Ich habe gern Privatsphäre und ich habe vor allen Dingen auch gern meine finanziellen Angelegenheiten in meiner Privatsphäre. Ich gebe ungern alle Daten ab, die jemand braucht, um mein Konto zu plündern. Also wenn du dir allein vorstellst, noch so ein signifikanter anderer Unterschied zwischen Bitcoin und Kreditkarten. Zum Beispiel, wenn du mit einer Kreditkarte bezahlst, dann gibst du dem, an den du bezahlst, alle Daten, die er über dich braucht, um wieder von deinem Kreditkartenkonto was abzubuchen. Der kriegt deinen Namen, der kriegt deine Kreditkartennummer und all dieses und jenes. Die Information, was du gekauft hast, teilt er mit 24 Werbenetzwerken. Deine persönlichen Daten gehen im Fall einer Mastercard-Zahlung durch 6 verschiedene Firmen. Alle die speichern deine Daten. Dann passiert sowas wie, hatten wir gerade diese Online-Dating-Webseite in den USA, wo 35 Millionen Nutzerdatensätze gehackt und veröffentlicht wurden. Auf einmal können 35 Millionen Ehepartner sehen, dass ihr Ehepartner auch auf einer Online-Dating-Seite ist und so weiter und so fort. Also du gibst immer alle deine Daten mit ab und die werden mit jedem geteilt. Bei Bitcoin gibst du überhaupt keine Daten ab, du bezahlst, du schickst Geld. Es ist wie ein 10-Euro-Schein auf den Tisch legen. Wer auch immer meinen 10-Euro-Schein hat, kann nicht an mein Bankkonto, kann auch nicht sehen, was auf meinem Bankkonto ist und kann auch nicht, niemand anders kann sehen, was ich mit dem 10-Euro-Schein gemacht habe. So, und das nenne ich Privatsphäre und nicht Anonymität. Und das ist was ich sehr vorteilhaft finde, Privatsphäre. Aber anonym ist es schon. Bitcoin ist in erster Linie mal überhaupt nicht anonym, sondern pseudonym nennt man das. Also es ist ja alles vollkommen transparent in der Blockchain ersehbar, wer hat wann, wie viel, oder welche Adresse hat wann, wie viel Geld an welche Adresse geschickt. Nur kurz sagen, was der Blockchain ist für den Zuschauer. Die Blockchain ist die große Datenbank, die öffentlich ist, in der alle Bitcoin-Transaktionen verzeichnet sind und jeder kann zu jeder Zeit alle Bitcoin-Transaktionen nachsehen. Er sieht halt, von welcher Adresse an welche Adresse die gingen und nicht, ob die von Alice an Bob gingen. Solange Alice und Bob dafür sorgen, dass niemand weiß, was ihre Bitcoin-Adresse ist. Also wir nennen das nutzerdefinierte Privatsphäre. Und das ist auch großartig bei Bitcoin, weil du kannst tatsächlich Bitcoin so einsetzen, wie du es brauchst. Du kannst es in totaler Privatsphäre einsetzen, du kannst es aber auch in absoluter Transparenz einsetzen. Und ich will hierfür kurz ein Beispiel bringen. Stell dir vor, du bist eine spendenbasierte Organisation und du bist darauf angewiesen, dass die Menschen dir vertrauen, dass du mit dem Geld, was sie spenden, auch das Richtige tust. Wir haben heutzutage das Problem, wir haben Rotes Kreuz und wie sie alle heißen, Miserio, weiß der Teufel was, die haben alle nur noch Glaubwürdigkeitsprobleme. Wenn du dir vor Weihnachten anguckst, die Kampagnen, Leute spendet was für Hunger in der Welt, da geht es gar nicht mehr darum, was das Rote Kreuz oder Miserio mit dem Geld macht.
sondern es geht nur noch darum, vertrau uns. Also die Spendenorganisationen führen emotionale Werbekampagnen, die Millionen kosten, um dich zu überzeugen, dass sie mit deinem Geld schon das Richtige machen. Ist so absurd, weil sie geben ja schon Millionen dafür aus, um dich davon zu überzeugen, dass sie damit Menschen helfen. Ja. Aber das Plakat hilft keinem. So, wie auch immer. Du kannst nie sehen, was die tun. Du musst dem CEO vom Roten Kreuz glauben, wie viel Geld sie bekommen haben, was sie wofür ausgegeben haben, deren Bilanzen und so weiter und so fort. Mit Bitcoin kannst du eine komplett transparente Buchhaltung machen. Das bedeutet, jeder kann sehen, wie viel Geld du bekommen hast und wofür du es ausgegeben hast. Niemand muss mehr irgendwas glauben. Du brauchst keine Werbekampagne, um die Leute davon zu überzeugen, dass du glaubwürdig bist, weil jeder kann es einfach nachgucken. Das verstehe ich nicht, weil, guck mal, dann kommt eine Adresse mit 1000 Kryptogrammen. Okay, da weiß man, dass es die Adresse ist von der Rote Kreuz, wie immer, weil die kennt man. Aber wenn die was kauft, dann schickt sie Bitcoin an eine andere Adresse, man weiß nicht, wer die sind unbedingt. Dann müsste wirklich jeder sagen, ich bin das, ich bin das, ich bin das. Ja, kann er ja machen. Okay, gut, ja, kann man machen. Wenn ich jetzt das Rote Kreuz bin und kaufe 100.000 Feldbetten, dann sage ich und ich zahle die in Bitcoin, dann sage ich zu meinem Lieferanten, bitte publiziere deine Adresse. Okay. Und wenn das jemand ist, der Steuern bezahlt, wird er auch kein Problem damit haben. Ja, stimmt. Okay, also das sind viele Vorteile von den Bitcoin. Ich glaube, aber sind wir eigentlich schon durch über die Vorteile. Jetzt habe ich eine Frage. Im Grunde, Bitcoin handelt, um sich von Banken unabhängig zu machen, aber es ist trotzdem so, dass man für eine bestimmte Leistung Geld bekommt und so weiter. Also ändert nicht so viel an dem Geld selber. Es ändert massiv, unglaublich viel an dem Geld, weil unser Geld niemand mehr unter Kontrolle hat. Ja, das ist klar, aber es ändert nicht an der Situation, dass wir Geld brauchen. Das heißt, dass wir zählen, wie viel hast du geleistet. Das heißt, also du kriegst also jetzt dafür ein halbes Bitcoin und jetzt hast du weniger gemacht, dann kriegst du ein Viertel oder kriegst du gar nicht. Das heißt, es ändert nicht an dem Prinzip von der Kapitalismus, dass man was tut, um Geld zu bekommen, dass man zählt, wie viel Leistung man macht oder was man gibt. Also ich würde mal sagen, dass man etwas tut, um etwas zu bekommen, das ist nicht mit dem Kapitalismus entstanden. Das tun wir seit der Steinzeit oder lange vor der Steinzeit. Ja, aber es gibt auch Gesellschaften, wo es nicht gezählt wird, was genau gemacht wird, sondern wo man davon ausgeht, es muss gemacht werden, wer macht das oder wer kann das in dieser Gesellschaft. Und jetzt kommt die Frage an dich, weil du dich so sehr mit Geld beschäftigt hast. Kannst du dich vorstellen, eine Welt ohne Geld? Ich persönlich kann mir theoretisch eine Welt ohne Geld vorstellen. Ich weiß allerdings nicht, wie wir als Gesellschaft von dem Punkt, an dem wir sind, einigermaßen schnell dorthin kommen können. Und ich bin mir persönlich auch nicht sicher, ob wir das tatsächlich können und ob wir das tatsächlich wollen. Ich habe mir persönlich noch keine abschließende Meinung dazu gebildet. Ich halte die Sichtweise, dass Geld eine Art Sprache ist, und zwar die Sprache, mit der die Menschen Wert ausdrücken oder auch Wertschätzung ausdrücken, für sehr naheliegend. Das heißt, wenn wir Geld abschaffen würden, dann würden wir der Menschheit die Sprache zum Ausdrücken von Wert nehmen. Und ich glaube nicht, dass wir das wollen, wobei natürlich der Ausdruck von Wert und Wertschätzung auch ganz, ganz anders aussehen kann als in gezählten Münzen oder in Scheinen, die ganz bestimmte Werte 50 oder 100 aussagen. Ja, weil es halt Zahlen ist. Also der Ausdruck von Wert und die Menschheit hat ja in den letzten 10.000 Jahren unglaublich unterschiedliche, also so wie sie unterschiedliche Sprachen entwickelt hat, hat sie ja auch unterschiedliche Gelder entwickelt. Wert und Wertschätzung auszudrücken hat in unterschiedlichsten Gesellschaften unterschiedlichste Formen angenommen. Und darum kann ich mir auch vorstellen, dass wir irgendwann in der Zukunft ganz andere Sprachen haben, mit denen wir Wert ausdrücken können. Willst du uns nun diese Geschichte erzählen? Du hast mich erzählt, eine Geschichte mit diesen Muscheln, die an den Häusern gebracht werden. Ich fand das so schön, ich würde das gerne mal von dir hören. Das ist eine kleine Gesellschaft in Mikronesien, wo es ja viele Völker gab, die Geld hatten in Form von Muscheln. Muschelgeld, oder für Muschelgeld nehmen wir normalerweise Muscheln, die einigermaßen selten sind.
so wie Gold selten ist, hat schon seinen Grund, dass wertvolle Dinge selten sind. Das ist der gleiche Grund, warum Bitcoin selten gemacht wurde, also auf 21 Millionen limitiert, wie auch immer. Die Gesellschaft, von der wir da reden, hat allerdings als Geld Muscheln benutzt, die überall rumlagen. Das heißt, die überhaupt keine Seltenheit waren, wo du also wirklich sagen kannst, das Geld liegt auf der Straße. Wie hat das jetzt also funktioniert? Jemand tut was für jemand anderen, zum Beispiel gibt ihm was zu essen und der was bekommen hat, der nimmt so eine Muschel und gibt sie als Dankeschön demjenigen, der ihm was gegeben hat. Der die Muschel bekommen hat, der geht jetzt aber nicht mit der Muschel einkaufen, so wie wir das tun mit einem 10-Euro-Schein, den wir bekommen haben und wieder ausgeben, sondern er dekoriert damit sein Haus. Je mehr Muscheln jemand auf seinem Haus hat, desto mehr hat er offensichtlich für andere Menschen getan und einen desto größeren Respekt genießt er unter den anderen Menschen. Es kann auch niemand an den Strand gehen, sich einfach Muscheln holen und aufs Haus kleben, weil zu jeder Muschel gehört eine Geschichte. Die Muschel muss authentisch sein. Und somit haben diese Leute das Unglaubliche geschafft, eine Gesellschaft zu schaffen, in der gesellschaftlicher Status direkt davon abhängt, wie viel tut jemand für seine Mitmenschen. Während man ja bei uns eigentlich davon ausgehen kann, bei uns hast du einen höheren gesellschaftlichen Status, je mehr du deinen Mitmenschen wegnimmst. Das ist natürlich eine sehr schöne Art und Weise von Geld und es ist auch eine Sprache zum Ausdruck von Wert. Also vielleicht, wenn wir reden über geldlose Gesellschaft, vielleicht wird es die nie geben. Vielleicht wird es eher solche Ausdrücke geben, aber ich glaube, dass wir als Menschen immer irgendeine Art von Sprache haben werden, mit der wir Wert ausdrücken und Wert austauschen. Weil was ich so schön finde bei dieser Geschichte ist, dass es geht darum, ich tue was gerne, damit es gemacht wird und ich freue mich, dass ich das gemacht habe und das sollen die Leute einfach wissen, dass ich das gemacht habe. Also diese Art Urheberrecht, ich habe was getan und das wird gewusst. Es ist nur ich tue was und weiß es niemand. Was vielleicht die Notwendigkeit von Geld war, dass man sagt, ja, ich kann auch nicht alles machen und ich habe nichts davon. Doch, ich habe was davon, dass man weiß, dass ich das gemacht habe und das reicht eigentlich, finde ich. Deswegen mag ich diese Metapher auch so gern, weil im Grunde es wird auch nicht so genau gezählt, weil ein Muschel ist ein Muschel. Vielleicht hat er den ganzen Tag da geholfen oder nur eine Stunde und man kann auch nicht anfangen zu sagen, wie groß ist die Muschel. Das heißt, es ist dadurch viel logischer und viel gerechter, finde ich, wenn man das nicht so genau zählt. Und Geld zählt ganz genau und was ist eigentlich, was ich bei dem Geld wirklich nicht mag, ist diese ganz Genauigkeit, weil man vergleicht Sachen, die sind nicht vergleichbar im Grunde und darum kann es nur ungerecht sein. Jetzt zu Ende kommen. Meinst du, dass der Bitcoins eine Zwischenstufe ist in eine Richtung von einer besseren Gesellschaft? Absolut. Also wir müssen ja nur, guck dir doch an, was in unserer Gesellschaft passiert. Wie 99% der globalen Gesellschaft ausgeplündert werden von 1%. Ja. Und das ist definitiv nur möglich dadurch, dass wir so ein ausbeuterisches Finanzsystem haben. Wenn wir ein freies Geld haben, unabhängig von Regierungen, was nicht mehr inflationiert werden kann von Regierungen, wo keine Regierung dir vorschreiben kann, was du damit tun kannst oder nicht und für das du keine Banken brauchst, dann ist die Gesellschaft um einen dermaßen Riesenschritt gerechter und fairer und gleicher als jetzt. Okay. Ich halte, es gibt auch, natürlich sehen viele Leute diesen Punkt nicht. Ich behaupte, das Finanzsystem vom Staat zu trennen, ist in unserer Zeit das Äquivalent zu die Religion vom Staat getrennt zu haben vor ein paar hundert Jahren. Es ist genauso wichtig und wir haben aber genau das gleiche Problem, dass der Großteil der Menschen das erst verstehen muss. Ja. Wie hat dich einer angeguckt vor 500 Jahren, wenn du gesagt hast, es gibt diesen Gott nicht? Das dient nur dazu, dich zu manipulieren. Dieser Pfarrer, dieser Papst, die lügen dich an und wollen nur dein Geld und wollen, dass du für sie in den Krieg ziehst, wenn sie es wollen. Wie vor 500 Jahren, wer sowas gesagt hat, ist wahrscheinlich auf dem Scheiterhaufen gelandet. Und jetzt landen wir heutzutage nicht mehr auf dem Scheiterhaufen, aber die Verhältnisse sind doch ähnlich. Unser Finanzsystem taugt dafür, dass die Machthabenden und die Reichen dein Geld abnehmen können durch Inflationierung, durch Konfiszierung
und so weiter und so fort. Und es versetzt sie in die Lage, Kriege zu führen. So wie der Glaube an Gott und an die Kirche versetzt hat in die Machtposition, Kriege zu führen. Einfach dadurch, dass sie den Leuten gesagt hat, du musst jetzt in den Krieg gehen, sonst ist der Gott zornig mit dir. Ja. So haben wir jetzt Mechanismen, mit der die reichen Eliten Kriege führen können, indem sie die Geldmenge inflationieren. Also es ist eigentlich jedem Ökonomen klar, dass wir nur mit einem inflationären Geldsystem, wie wir es haben, sind überhaupt die Kriege, die wir führen, überhaupt möglich. Ja. Was hältst du von den Grundeinkommen? Auch da bin ich stark am Hin- und Herschwanken. Ich bin ja als Anarchist dem Non-Aggression Principle verpflichtet. Ich halte bedingungsloses Grundeinkommen in unserem Kontext für was sehr Sinnvolles. Also es wäre mir viel lieber, statt dass meine Regierung das Geld, was sie mir abnimmt, für einen Angriffskrieg auf afghanische Zivilisten verwendet oder für Gebäude für die NSA, mit denen meine Grundrechte gebrochen werden und man mich abhört. Viel lieber wäre mir, meine Regierung würde dieses Geld nehmen und verteilen als bedingungsloses Grundeinkommen. Aber als Anhänger... Was bedeutet das? Das ist das Steuergeld, meinst du? Richtig. Ja. Als Anhänger des Non-Aggression Principles steht mir aber da eins im Weg, und das ist die Frage, wie kommt die Regierung an das Geld, was sie umverteilt? Und da haben wir halt nun mal das Problem, dass sie das in der Regel mit Gewalt tut. Also wer seine Steuern nicht zahlt, dem wird Waffengewalt angedroht. Das heißt, mit Waffengewalt wird ihm etwas genommen und die Regierung verteilt es an andere um. Wenn wir einen Weg finden würden, wie wir ohne Waffengewalt und Regierungszwang das bedingungslose Grundeinkommen schaffen würden, fände ich das großartig. Ich habe sogar den Verdacht, dass wenn wir es schaffen, die Banken und die Zentralbanken abzuschaffen, und es gibt viele Hinweise darauf, dass wir als Gesellschaft einen so unglaublichen Wachstums- und Reichtumsschub hätten. All das, was jetzt verschluckt wird was in die Banken fließt, was in die Kriege fließt, was in die Zinsen fließt für all diese Schulden, dass wir, wenn wir ein freies Finanzsystem hätten, dass wir wahrscheinlich ganz nahe an einem Punkt kommen würden, wo wir sowas Ähnliches wie ein bedingungsloses Grundeinkommen haben würden, weil allein menschliche Arbeitskraft so dermaßen viel höher bezahlt werden müsste, dass es gibt Berechnungen, dass wenn wir allein die Zinsen aus unserer Ökonomie rausnehmen, wir noch 5,7 Stunden die Woche arbeiten müssten und das Gleiche verdienen wie heute mit 40 Stunden. Überhaupt einfach ein freies Marktgeld, was ohne Zwang und Gewalt kommt und auf Freiwilligkeit beruht und auf Sinn und Vernunft beruht, ist ein unglaublicher Schritt allein in die Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Ich glaube, ich habe noch eine Frage, die dazu nicht passt, aber die wollte ich kurz fragen. Aber es funktioniert nur, wenn die Leute die Bitcoins benutzen und nicht nur horten, oder? Oder hat das einen Einfluss darauf? Klar. Beides hilft dem Bitcoin. Ja. Aber natürlich macht es Sinn, den Bitcoin auch zu benutzen. Ja, klar. Was jetzt natürlich, es gibt Leute, die machen einen Fehler. In der Ökonomie gibt es Gresham's Law. Das besagt, dass schlechtes Geld im Umlauf immer das gute Geld verdrängt. Das heißt, wenn ich habe zwei verschiedene Gelder, ich habe zum Beispiel Bitcoin und Euro und du akzeptierst Bitcoin und Euro. Ich halte Bitcoin für das definitiv bessere Geld, also bezahle ich dich in Euro, weil ich will die Euros loshaben und den Bitcoin behalten. Natürlich macht das absolut Sinn und würde der Bitcoin-Ökonomie massiv helfen, wenn die Leute auch Bitcoins ausgeben. Ja. Sind aber viele einfach ein bisschen zu faul zu. Ich meine, es ist relativ einfach, man kann Bitcoins ausgeben und sie einfach nachkaufen, da macht man keinen Verlust. Aber es ist halt wieder ein bisschen Arbeit und da gibt es viele Leute, die sich einfach denken, ich behalte einfach meine Bitcoins in meiner Wallet und gebe die Euros aus. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Jörg. Gerne, ich danke auch. Bis nächstes Mal.